Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Highlight-Part Fate Grand Order. Ich bin es Simafix und Leute, es wird nun richtig spannend. Beim letzten Mal haben wir Koyanskaya getroffen, als wir gerade unsere Summoning Circles aufrechterhalten wollten. Doch in ihr steckt etwas Furchtbares. Wir haben gesehen, dass in ihr niemand anders steckt als die Bestie in Menschengestalt. In ihr steckt eine Bestie, ein Wesen, was die Menschheit zerstören will. Und wir müssen dieses Monstrum nun aufhalten. Ladies and Gentlemen, Enkidu ist nun in der Haus. Und ich hoffe, wir werden es irgendwie schaffen. Ja, okay, wir haben 2 Mörder. Also Leute, Double Mörder und so, das wird schon irgendwie schief gehen. Aber es wird definitiv alles anders leicht. Deswegen, meine guten Freunde, starten wir nun mit dem Kampf gegen niemand anderen als Tamarmovich Koyanskaya. Die Bestie. Und wow, das wird ein spektakulärer Fight, meine guten Freunde. Wenn die Ladezeit vorbei ist. Advent Beast. Evil of Humanity Horde. Diese gruseligen Augen. Ja. Ah, Invincible, oder? Ja, kannst du mir mal gerne mit deinem Invincible. So, stört mich nämlich gar nicht. Okay, vielleicht ein bisschen. So, Attack Down stört mich schon eher. So, den nehme ich mir mal kurz auf. Machen wir den Attack Up noch. Und zack, zack, zack. So, ich habe nämlich, genau, ihm eine wunderschöne Szene gegeben, die ihm mehr MP-Gain gibt und Invincible Break. Ja, Terror, ja. Curse well. Ja, curse mich. Au. So. 2 Turns. Game Resistance und Normal Phantasm. Okay. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir unser Normal Phantasm abhaben müssen. Können wir schon eine... Oh, wir können eine schöne Artstelle machen. Sehr gut. Ihr seht, Enkidu ist auch mein von Command Codes mit Abstand bester gespickter Servant. Seine Quickkarten machen mehr Crits, sondern ansonsten hat er, ich weiß gar nicht, hat sie Divine? Ich hätte schon mal gesagt, dass er Beast Divine hat. Das heißt, meine Dinger machen dann hier noch ein bisschen mehr Schaden. Und Anti-Servant, das wird jetzt nicht gelten. Aber trotzdem, gut Schaden, so. Alter, Stun. Ja, lang schon wieder mit deinem Stunts. Wieso greifen eigentlich alle immer Merlin an? Ich weiß es aber nicht. Alle haben was gegen Merlin. Naja, irgendwie verstehe ich es ja. So, irgendwie verstehe ich es ja. So. Nein! Okay. Können wir wegmachen. Machen wir. So. Rückblut, Maxi. Alles in Ordnung. Sie hat MP voll. Stört uns aber in keinster Art und Weise. Denn wir machen jetzt erstmal hier die Dinger weg. Dann... Sein MP langt. Ich vertraue dir, Enkidu. Ich will seinen ersten Skill noch nicht einsetzen. Ich habe zwar... Aber ich habe keine Attack-Lancer mehr. Aber Leute, wisst ihr, was mal gerade auffällt? Sie ist friendly humanity, bitches! Hat trotzdem nicht gelangt. Leute, nein, müssen wir leider neu laden. Tut mir leid, liebe Leute. Leute, ich mach Enkidu das Ding. Nee, aber, ich weiß gar nicht, sie müsste aber Threat to Humanity sein. Ich mach, Enkidu das erste Skill. Ich weiß, ich bin schlecht. Aber, nee, ich weiß gar nicht. Ich google jetzt, muss ich mal schauen. Nee. Leute, sie hat nicht Threat to Humanity. Verarscht du mich mal? Nein! Wieso nicht? Sie ist ein Beast, Mann! Wieso sagen, dass der Beast nicht Threat to Humanity ist? Was ist dann ein Threat to Humanity? Ja, ein Schmarrn. Naja, schade. Das heißt, Enkidu super Nische geht ja gar nicht an. Ich dachte immer, das geht. Aber egal, liebe Leute. Enkidu ist hier schön für den Fight. Wie gesagt, Stunty, macht gut Damage. Sehr cool. Und immer das Gute ist, wir sehen dann immer diese epische Einführung. Ich finde es so schön, dass sie das in Kämpfen inzwischen immer mehr machen. Also ich muss jetzt unbedingt breaken. Und deswegen, wie gesagt, setze ich jetzt nochmal Enkidus skalieren. So, mit Enkidu geht es, liebe Leute, kann ich sagen. Leute, die Einführungen sind so geil, Mann. Und die Musik ist so mega. Es ist auch eins meiner Lieblingsfilme. Koyanskaya hat so ein mega Film. Also, passt. Schauen wir uns nochmal das an. Und dann, bam. So, Master und Artab, das sollte nämlich jetzt langen. So, weil wir stunnen sie ja, das ist ja im Endeffekt das Wichtigste. Und wenn das dann lang bleibt, dann bin ich enttäuscht von Enkidu.
Aber eigentlich muss ich sagen, es ist auch sehr arrogant, wenn ich sage, 76.000 ist wenig Damage. Ist ja mega mäßig viel. So. Und easy peasy. Hui. Alter. So, jetzt kommt irgendwas Unschönes und das irgendwas Unschöne. Puh! Hast du nichts Besseres zu tun, als mich hier zu schlagen in dieser Situation? Zeig mal, tu mal deiner Lady hier, du kennst sie doch wahrscheinlich, ihr Bestien, ich weiß ja nicht, ob ihr euch kennt. Unterhalte dich mal mit der, dass die mich mal in Ruhe lassen hier soll. So, ist das. Ja, genau, noch mehr Curses. Noch mehr Curses. Komm, einmal noch. Sehr schön. So, dann. Der Wein abschlachten. Der Wein abschlachten. Dann. Ja, ja, da siehst du mal, wie das ist, gekürzt zu werden, Mädel, gell? Du musst, also Leute, man muss echt aufpassen, Mann. Weil wir haben ja auch einen, also mal abgesehen davon, dass wir diesen blöden Chaos-Status haben, sitzen wir uns ja hier die ganze Zeit hier, haben wir einen Buff drauf? Ah, nee, der ist schon weg. Okay, der ist weg. Das ist gut. Der uns aber zumindest zusätzlichen Damage nochmal macht. Also, jetzt machen wir den hier. Den hier. Und dann fällt gleich der zweite Breakbar. Das war schön Merlins Attacke hier gesagt. Wir müssen unbedingt den Heal bei Merlin machen die ganze Zeit. Weil wie gesagt, wenn wir. Okay, weil am Anfang hatten wir so einen Delayed Buff, wenn wir sterben. Dann kriegst du einfach Leben dazu einen Attack up. Das ist ein richtig Mario Buff. Also, passt. Stunts ja auch, das heißt, die Runde müssen wir eh nichts befürchten. Und es wird sehr nice, wenn wir. Oh, komm, Enkido. Oh, schau dich an. Ich habe nämlich sein Ding, dass seine Bonuskarte hier noch mehr, seine Extrakarte noch mehr Leben bekommt. Und ihr seht, das macht sich wirklich hier erkennbar. Das ist aber nett. Hat sie gerade meine Buffs entfernt? Entschuldigung, liebe Leute, aber ich bin hier gerade ein bisschen euphorisch, dass das so gut läuft hier. So. Ja. Snowballen wir unser MP oder was, Mann? Ja, kein Problem. Drittes der Fenster. Und bis dann ist sie wieder, Mann. Und ich hab... Oh! Enkidu! Enkidu! Oh! Enkidu! Ich liebe dich! Ich weiß, wieso ich dich gewählt habe, Mann. Einfach FPs dann. Ist eigentlich schade, dass sie gestartet war. Das heißt, sie kann uns nicht angreifen. Das heißt, wir fanden nichts. Oh, ist das nice. Ja, gab's nicht. Ist mir scheißegal, Mann. Ja, mega nice, Mann. Mega, mega nice, Mann. So, kann ich hier den Buff eigentlich klauen? Theoretisch einen Buff Removal. Könnte ich das machen? Oh, jetzt hätte ich sogar Merlins Buff. Ich mach's jetzt mal aber auf Merlin schon. Dann haben wir nächste Runde gleich den Attack up. Weil ich brauche das Invincible. So. Leute, das war so mega schön. Das war so mega schön. Ne, wir machen es anders. So. So. Schön toe-critted. Terror. Okay, jetzt haben wir wieder den Activate Buff. Der ist eklig. Komm, greif nochmal an. Ah, greif ich Merlin an. Hui, jetzt muss ich hier bei Merlin echt aufpassen. So, na gut, wir haben seinen MP. Wir stunnen sie die Runde. Ich weiß nicht, wie viele Curses haben wir. Ach, keine Ahnung, liebe Leute. Ich verlasse mich drauf, dass wir das überleben. Die Frage ist, soll ich das jetzt machen? Na, ich mach's. Sie hat noch 2 Defense Downs. Wir machen's. Wir stunnen sie. Merlin, ich hoffe sehr, dass du die Runde müsstest noch überleben. Danach ist mir echt wurscht, was du machst. Aber die Runde überlebst du noch. Enki, du bist in dem Fight so Gold wert, Mann. Das ist echt schlimm, wie broken gut du hier bist, Mann. So, lang locker. Nächster Defense Down. Lang nicht, aber ist in Ordnung. Voll in Ordnung. 25.000. Enki, du bist gestunt. Oh.
Okay, das ist kacke. Das ist richtig madig. Aber bei allen ist das dann getriggert. Ja, gut. Ja. Lass mich irgendwas drücken. So. So. Alter, zahlt sie sich 50.000. Du mieses Stück, Mann. Das war ein unfairer Move. Und sie hat 2 starke Attack-Ups bekommen. Aber ist auch nicht so tragisch. Denn da ist der nächste Merlin. Hallo! Und Enki da einfach mal mit voll Leben, Mann. Er ist so ein Gönner, Mann. So. Resurrectum from Hades. Und dann eine MP noch und dann war's das. Ey, geht einfach mit voll Leben, ist so nett, Mann. So, schönes Guts noch zur Sicherheit abgedeckt hier. Weil der hat 2 Attack-Ups, müssen wir schon aufpassen. Aber sie kann das nicht ganz so viel tun, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, komm nochmal. Komm nochmal. Ah, damn you, Mann. Bin beleidigt, liebe Leute. Ach, Bullshit, Mann. Jetzt lass doch eine Karte noch mit Enki, du hättest beziehen lassen können, aber okay. Komm. Willst du jetzt einmal angreifen? Jetzt verarsch mich doch nicht so hart, Mann. Greif Alter! Leute, ist das ein Bullshit-Spiel oder bin ich mir das gerade hart ein, Mann? Ja, rein. Jetzt zieh ich. Ja, gut. Theoretisch könnte man es auch so schaffen. Schlechtes Karten-RNG zum Ende, aber das ist schon in Ordnung. So, ich habe einen Guts, ich kann nicht sterben. Bam. 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 Ja, komm, kill. Mach. Jetzt greift sie auf einmal 3-mal an, aber vorher hat sie sich einmal geschafft. Leute, weißt du was, Koyanskaya, was du bist? Nichts. Oh, du hast ein Evade? Also, das hätte mich hier nicht interessiert, aber pff. Glaubst du, mit so einem kleinen Evade kommst du gegen moi an? Tamomo, Bitch? Ich sage auf Wiedersehen, denn von da oben kommt eine richtig göttliche Waffe, Mann. So, Mann. Und einfach mit seinen 20.000 Leben gönnt, Alter. Sehr schöner Fight, haben wir wirklich sehr schön gemacht. Gefällt mir gut, was wir da gemacht haben. Enki, du, ich bin megamäßig stolz auf dich. Hast schön gemacht, auch wenn wir wieder eklig Fikat schlechtes RNG hat mit den 3 Stunts, die einfach mal instant getriggert sind. Das war sehr eklig. Aber ansonsten sehr schön. Und ja, eine Bestie bezwungen. Das ist doch gut, oder? So. Oh, 3 besiegt, nur noch 4. Nur noch 4. Leute, fast die Hälfte. Aber ich hab das Gefühl, das war noch nicht alles. Naja. I can't figure out. I can tell there's something there. But that's it. I've got no idea what it could be. So, how the hell is given off the pressure? Since when does magic energy alone make something tangible? It feels like she could blow up a whole damn Lostbelt if I end up poking her in the wrong way. Das könnte sie wahrscheinlich auch. Wir haben ja nur so Schattenformen von ihr gesehen. She's running. She's about to blast the whole area. It's not only that. She means to end this battle now. At least the one we're fighting here in this Lostbelt. I bet she does. I may not be able to get a solid read on her, but I can definitely tell her out for blood. But as they say, it's all too easy to hide your head and end up your showing your ass. And now, your ass is mine. Followed by... Up here, bitch! Ha! That got her good. Not bad, you crazy samurai. Not bad at all. I didn't know I love taking my enemies by surprise. I'm falling straight from a great height. I didn't even see the jump. But never mind that. Kane's strike finished her off. It looks like she's gone. Foo foo foo. No, she's not. She's...
Der Blick macht so Angst, Mann. The Demi-Servant is still alive, and well, in fact her spirit doesn't even seem to be scratched. Don't move, Saber. This is not where you are meant to meet your end. So, we have a Lancer, a Shielder, a Master, and a Coward who did nothing but to stand back and watch. Yes, that's enough for my formal debut. Unless, of course, you prefer to keep fighting until you all perish. That's enough, everyone. Stand down. It seems the situation has changed. I concur with Mr. Maxey's decision. So you're satisfied now, Miss Koyanskaya. Was your combined effort enough to win you over? Yes, it was. You were neither too weak nor too strong. You were just right. Looks like there shouldn't be any problem with letting your gods of Olympus here deal with you. At any rate, now that I've had a good long stretch, I'm not sure that aren't so stiff anymore. Why don't we all stop fighting and praying so we can all get up back to respective business? Don't worry. I wouldn't dream of briefing a word of this little TTT to anyone else. Consider it a token of appreciation for giving me such a nice little message. Can I take that you mean you won't mention this encounter to either Zeus or the Crypters? That would be a great help, and I see no reason to refuse. We are very much working against the clock after all. Good, then we have a deal. Just as well, I certainly have no interest in any representative of humanity who can't even see the real me. Alright, good luck growing even stronger in this Lostbelt. I do hope your battles here are fruitful and victorious. Und somit verschwindet sie einfach. She's finally gone, huh? Pew. Holmes. Yeah, got a lot of experience handling bitches like that or something. Das war eine sehr verdächtige Unterhaltung übrigens mit Sherlock hier. Sherlock is sus. Sherlock is sus. Sherlock is a Verräter. Sherlock is Beast 6 oder irgendeine Bestie halt. Oh, I won't say. While I do have my experience dealing with spies, I'm not sure what would be with the category in this case. Confirming that, I can't speak on Sky for the time being, has retreated in the spirit form. The battle is over, Master. Ein Glück. Great work, everyone. Now, what about the second spot for the... Now, you know what? Don't worry. We've got this. Luckily, this spot turned out to be right where Holmes thought it would be. I guess that weird shadowy monster you fought must have been hiding it. I had a contact Caligula. He should be there, Daddy. I apologize for my tardiness. Damn, speak of the Emperor. Would be nice to take on a little rest, but I guess they'll have to wait. Now that our second objective has fulfilled, let us hurry to the final one. Let's go! Right, Master. Fufu! Okay, ein Portal noch und dann können wir hier einen Grand Servant rufen. Das sollte uns dann theoretisch auch noch den richtigen Schub geben, dass wir auch wirklich gegen diese Monstrositäten bezwingen können. So, eigentlich sind wir jetzt für viel zu früh fertig, deswegen würde ich sagen, starten wir gleich hier noch mit dem nächsten Kapitel. Section 12, Auf der Erde, Corrupt Stars, Part 4. Ich finde es aber schade, dass die Kapitel immer dieselben Namen haben. Finde ich mal cool, wenn es da so individuelle Namen gibt, aber okay. So. Oh oh. Oh oh. Da Dana wieder. Interstellar Mountain, City, Olympus, Great Orbital Shrine, Olympic, the Dana, the Center of this Operation. Dieser Name immer. Aber ich mag das, Leute, wenn so Titel, wenn so Sachen immer so 3 Namen haben. Jetzt kommt wieder die Rede, das Zeus andrückt. A revelation is upmost, a revelation is upmost. Now is the time for a revelation. He is the supreme god that rules all from here high. He is the lightning that flashes across the heavens. He is the one who shall emerge the triumphant of all Olympus. He is the one destined to conquer the entire universe. He is the one who shall command the sacred bird and find the site on the sacred tree. None less
the authorities of Hades and Poseidon bow to his will. He is the great Demiurge. He is the one who shall forever serve as the core of the great Zeus Olympia. Now behold, to the words of the almighty Zeus. Der hat echt seine Präsenz. There's work to be done. I command you by my name, Aphrodite. You are the eradicated Chaldeans who dare to disturb my interstellar mountain city. Oh nein! Oh nein! Nein! Das ist der Feind, auf den ich in diesem scheiß Lostbelt auf wenigsten Bock habe, weil der wird richtig schlimm. Das war bis jetzt alles Kinderspielchen. I permit you to use your Alethea in every district of Olympus. May your gleefully laughter shell the bones of the enemies that threatens our world. It would be my pleasure, Father. Demeter was my friend, and I shall avenge her and make amends for the sins unwittingly committed in the name of love, which is in my domain. Indeed, it was love that proved their fatal weakness, for it was love that robbed their divine core. But I have no such weakness, as love and beauty are mine to command. I would never fall to prey to love's madness. I shall use the power and authority I command to eradicate our enemies. I swear on my husband, Hephaestus. Oh my! I never dreamed the all-powerful machine gods who crossed the sea of stars would think to avenge a fallen comrade. What a truly bizarre thing to say. You must have thought your comrade pitiful and pathetic for letting herself succumb to the humans you all fought beneath your notice. How utterly comical. Yes. The gods have agreed to help us. You shouldn't rile them up just for laughs. Ah yes, you're right. You're absolutely right. This won't do at all. Perhaps I'm letting my impatience get the better of me, now that those loathsome Chaldeans are so close at hand. This is no joking matter. No, absolutely not. Believe me, I'm quite serious when I say that we ignore Chaldea at our which is why I have to curse already taking measures to deal with them. That's part of our job after all. I was speaking to you with nothing but the most genuine conviction, but very well done. In that case, I suppose I can remain here and see how matters play out from on high. O ancient gods of Greece, or rather former gods of ancient continent. I suggest you take time to enjoy yourselves however you like, for the advent of our foreign god is close at hand. Yes, it is. All we ask from you is that you continue to support the Tree of Emptiness. Whatever you do with the rest of your Lostbelt is strictly your concern, not ours. At least that is the contract we have struck for this Lostbelt. What are you doing, Aphrodite? Why are you still allowing the imitation human there to remain alive? There's no need to restrain yourself merely because he happens to be a god-eating alter ego. He deserves thousands of death for his insolent behavior in Zeus' presence. With your authority, you could surely destroy any servant with a spirit core connected to a brain and heart. Big brother Aphrodite is... Sorry, dear Scotty, but you'll just have to grin and bear it. Yesterday I may not have stood by, but today I'm far more concerned with destroying the Chaldeans. Huh? Eradicate Chaldea. That is your task. This divine order is your highest priority. Hear me now, Aphrodite, goddess of love and beauty, and my daughter. Kill the Chaldeans. Leave no trace of them behind. It will be done, Father. First Demeter, now Aphrodite. Sending in your forces one at a time seems like piss-poor strategy to me, but these gods of it still think there's no way they could lose. I swear, why would these great deities possibly think this is a good idea? Er ist übrigens unser Mitspieler, er ist der Verräter, er hilft uns.
Aber wieso? Keine Ahnung. It does seem short-sighted, but I can't think of one reason. My guess is they feel it would be beneath them to muster all the forces against mere humans. I suppose that is one of the few ways their higher existence holds them back. Well, the joke be on them if they end up losing this fight. Speaking of which, what do you make of Chaldea's chances? Think they can win? They said they've got one of Atlas' 7 taboos, right? The Black Barrel, was it? They're trying to fight super weapons with an even stronger super weapon, huh? That's humanity for you, alright? Still, while I do admire their hustle, I can't help but wonder if maybe they are going too far. Forget bleaching, it sounds like if they mess up when using that thing, it could end up a whole damn world. Well, this is all based off information used over here, so I can't say anything more right now. But since he thinks it won't be a problem, I'm inclined to think it isn't all that dangerous of a weapon. Of course, that assumes that it's not actually beyond the Olympian god's understanding. Hey, I didn't give up on my own Lostbelt for nothing. I know full well how scary each one is. And while I'll admit that the Atlantic Lostbelt technology surpasses proper human histories, proper human histories also got some real nasty bombs just waiting to be woken up. And the Atlas Institute on one of the nasties. I'm worried, Peperoncino. I'm worried the Olympian gods might be setting themselves up for one of those Pride Gulf Beer for Fall scenarios, and they'll have to kiss this sweet life I've got here be goodbye. Understand, but don't worry. There's no way Aphrodite is going to lose. After all, she's not the kind of opponent you can overwhelm with sheer firepower. So it doesn't matter how many heroic spirits they throw at her, they'll still never be able to touch her. That's so, well, coming from you, that makes me feel a whole lot better. Sounds like Aphrodite one hell of a goddess. Oh my, not a very attractive woman, though. And she's plenty set in her own way. You don't say. By the way, Pepe, any idea where little Kadoc might have gone? I haven't seen him once Chaldea showed up here, and I can't help wondering what he's up to. He's always had something of a rebellious streak to him after all, if Kirishida, or worse, the foreign god were to start suspecting he was up something, the alter egos be all over him in like white and rice, right? Being the older brother figure for him that I am, I can't help but worry about the little guy, you know. I've taught him, if you can't beat him, join him, a bunch of times, but it never seems to stick. So got any idea, Scandinavia Peperoncino? No, can't say I do. Now that you mention it, I haven't seen Kadoc around anywhere either. But near as I can tell, he's been hanging out in the city a lot recently. You know how the scenario he is, right? He might just be caught up in learning all about Olympus technology. Oh, eine weitere. Oh, Interstellar Mountain City Olympus. East District. Once again, the very alarm that rang yesterday sounds again. Signal immediate danger. Bedeutet, die wahre Form von Aphrodite erscheint. The people of the East huddle together and branch right, which double as the district emergency shelter, waiting with bated breath for the danger to pass. Nothing happens. Ah, thanks goodness, it must have been a false alarm. But no sooner do they start to let themselves relax than it appears. Aphrodite, 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 Aphrodite. Kommt aus dem Film Herkules irgendwie. An enormous monstrosity. The form of one of the gods casting a shadow over all below her. This is the Aletheia, the presides over love and beauty, the mechanical god known as Aphrodite. In proper human history, Rome, she was also known as Venus, a name that meant both worship and blessing.
Aphrodite has two sides. Urania, the chaste of lovely muse of astronomy, and Pandemos, the lusty and sensual goddess of earth. Through those two sides and reflecting ideas, the other reality, she guides humanity along a path she herself defines. As a deity, she did feel love towards humans, but all the same, beauty is control. Love is power. Citizens of Olympus, those who know my love and beauty well, prepare to cry tears of joy. Rest assured, your suffering will not be in vain. Commence corruption! Während Demeter die absolute Zerstörung ist und die physische Zerstörung ist Aphrodite die geistige Zerstörung. Sie spielt mit dem Geist der Menschen und das ist genauso übel. Ladies and Gentlemen, in den nächsten Parts geht's dann los gegen den wahrscheinlich übelsten Fight, den wir bis dato im Fake Order hatten, gegen Aphrodite. Davor machen wir jetzt aber erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Fake Order. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.